Ja, hallo von meiner Seite nochmal. Ich durfte gerade schon beim Chris beim Vortrag mitwirken und jetzt nochmal ein eigener von uns vom DHV. Thema ist moderne Flugtechnik. Moderne Flugtechnik beim Gleitschirm. Immer ein bisschen schwierig, ja, das ist so ein kraftvolles Wort, aber eigentlich ist es ja immer noch ein Gleitschirm. Wir haben immer noch zwei Steuerleinen. Wirklich viel hat sich ja nicht geändert eigentlich jetzt an den Geräten, aber wir erkennen langsam, dass man eben das Potenzial, das im Gleitschirm steckt, in diesem Fluggerät, dass wir das einfach immer besser nutzen können, immer mehr ausschöpfen können. Und zwar nicht nur im Leistungsbereich, sondern auch eben in der Steuerbarkeit und natürlich auch dann wieder, was der Sicherheit zugutekommt. Heute das Thema ist eben mehr und mehr das Potenzial vom Gleitschirm auszunutzen, also alle Funktionen und in dem Fall die Flap-Funktion vom Gleitschirm. Geht einfach darum, dass ich die Leistung vom Gleitschirm minimieren kann und zwar sicher. Ja, man redet zwar immer nur von Leistung steigern, Gleitschirm ist ja eigentlich ein Fluggerät, das jetzt nicht gerade im Vergleich zu den anderen von Leistung strotzt, aber trotzdem gehen die Geräte immer besser und gerade beim Landen wird das jetzt mittlerweile auch schon zum Problem. Ja, also die Geräte gleiten immer besser, sie nehmen Aufwinde, Thermiken immer stärker an, immer besser an und dann kann es eben schon mal sein, dass eigentlich ein Landeplatz, der vor 10 Jahren relativ groß war, doch plötzlich ganz schön klein wird. Ja, das nächste Problem ist natürlich auch noch das Toplanden, das Hanglanden, das wird auch immer schwieriger, weil natürlich der Gleitschirm den Aufwind extrem gut annimmt. Und wir haben jetzt da versucht, eine Möglichkeit zu finden, die das Ganze sicherer gestaltet. Die Technik ist wie immer nicht neu, ja, also es wurde schon vor 20 Jahren, 20 Jahren sagen wir es mal lieber, wurde es schon verwendet, aber wir haben es jetzt wieder aufgegriffen und heute werde ich euch da mal so einen kurzen Bericht aus der Forschung geben. Also es ist noch nicht komplett vollendet, es ist noch nicht komplett fertig, diese Flugtechnik, aber jetzt mal so ein Forschungsstand, wie wir gerade stehen. Zu Beginn mal eben ein kleines Video, ja, um nochmal zu zeigen, wie genial unsere Gleitschirme schon gleiten. Also ein Endanflug hier vom Patrick von Kernel, X-Alps-Pilot. Könnte man schon fast meinen, der Bodeneffekt wirkt. Also ein Endanflug knapp über dem Boden von, ich würde mal schätzen, über 30 Metern auf jeden Fall mal. Also es ist schon beeindruckend, was unsere Gleitschirme jetzt schon können. Aber wir haben natürlich nicht immer diesen Platz und wenn man sich jetzt überlegt, ja, diese Leistung in Verbindung mit Aufwind, mit Thermik, dass man da dann ganz schön weit fliegt. Ja. Natürlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten, diese Gleitleistung zu verändern. Ja, man sieht es immer wieder, dass Piloten im Landefeld abachtern, ja, sich wegbewegen von der Landevolte und das ist das nächste Problem. Unsere Fluggelände werden immer voller und wir haben dadurch natürlich immer mehr diesen Zwang der Landevolte, dass wir eben Kollisionen vermeiden können. Das wäre jetzt aber ein anderes Thema. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir nicht nur den flachsten Anflugwinkel, also mit der besten Gleitleistung erreichen können, sondern eben eher einen etwas steileren, also einen idealen Anflugwinkel oder wenn es mal sein muss, auch mal einen steilsten Anflugwinkel. Also das Gleiten von unserem Schirm irgendwie verschlechtern, die Aufwindannahme auch verschlechtern. Die Lösung, sieht man auch sehr häufig, ist eben starkes Anbremsen. Ja, Anstellwinkel erhöhen, die Polare eher im hinteren Teil erfliegen und somit das Gleiten zu verschlechtern, die Leistung zu verschlechtern, bremse ich über das geringste Sinken hinaus, nimmt eben die Leistung auch vom Schirm ab. Man sieht es hier ganz deutlich an der Hinterkante stark gezogen. Ja, auch die Steuerleinen tiefer als die Hauptkarabiner. Also würde man eigentlich sagen, es geht in Richtung Minimalfahrt und ich glaube, jeder Gleitschirmflieger weiß, der auch vorhin schon mal ein Sicherheitstraining besucht hat, dass wenn man sich in diesem Bereich bewegt, gerade in Bodennähe, das ist richtig gefährlich. Ja, also da ist man nah am Stall, da muss man schon richtig gut fliegen können, dass man das ausnutzen kann. Was man auch immer wieder sieht, ist das sogenannte Flapping, also dass man dieser Gefahr aus dem Weg geht und er sagt, ich stall den Schirm kurz und lasse ihn wieder fliegen. Geht jetzt leider der Ton nicht. Also was man hier eben sieht, ist dieses Runterpumpen vom Schirm. Wird auch immer ein bisschen missverstanden. Es ist eigentlich nicht ein Stallen und wieder fliegen lassen, sondern eigentlich nicke ich den Gleitschirm kontrolliert nach unten.
ich mache quasi die Leistung schlecht und bevor die Gefahr ist des Abrisses, gebe ich die Steuerleine wieder nach oben. Sieht man sehr, sehr häufig. Man sieht es auch in der extremsten Variante, dass der Gleitschirm wirklich gestallt wird und dann wieder zum Fliegen gebracht wird. Aber hier kann man sich auch wieder vorstellen, einmal in einem ungünstigen Moment tief gezogen, reißt mir die Strömung ab, das wieder in Bodennähe. Also auch hier haben wir wieder ein hohes Risikopotenzial. Des Weiteren ist der Flugzustand nicht stabil. Ja, jedes Flugzeug, das landen will, muss einen stabilen Endanflug haben. Beim Gleitschirm ist es irgendwie ein bisschen in der Vergessenheit geraten. Ja, da ist es je wilder und je kurvenreicher und je nickstärker der Anflug ist, desto besser ist dann auch der Pilot. Und hier hat man einfach ein großes Know-how, das man braucht. Man muss die Nickbewegung verstehen, man muss verstehen, wie stark der Schirm als nächstes tauchen kann. Und natürlich muss man seine Steuerwege kennen. Die meteorologischen Bedingungen, ist ein Windgradient, also eine starke, schnelle Abnahme der Windgeschwindigkeit zu erwarten. All diese Faktoren, die eben zum Strömungsabriss führen können. Sieht man eben hier jetzt nochmal, wie schnell das geht. Ja, Pilot stark angebremst, angeflogen und in wenigen Meter Höhe, ohne die Steuerleinenstellung wirklich merklich zu verändern, reißt die Strömung ab. Also hier ist einfach ein großes Gefahrenpotenzial, wenn ich die Leistung in diese Weise vermindere. Hier nochmal so eine schöne ein Strömungsvideo, ja, von einem normalen Profil mit normalen Anstellwinkel und eben nochmal diese Verdeutlichung, je höher ich den Anstellwinkel mache, desto mehr wird die Verwirbelung zunehmen, erst am hinteren Teil des Flügels, bis sie dann eben am gesamten Profil auf der Oberseite abreißt, der Strömungsabriss da ist. Also hier nochmal zur Verdeutlichung, was da eigentlich passiert, wenn ich den Anstellwinkel, also die Strömung, die aufs Profil trifft, erhöhe. Ja, Flugzeuge machen das aber auch. Ja, Flugzeuge setzen die Klappen, sie setzen die Flaps, aber die fallen ja dann auch nicht runter. Ja, also bei denen ist der Strömungsabriss dann auch eigentlich nicht näher da. Die nutzen aber trotzdem genauso wie beim Gleitschirm einen erhöhten Widerstand. Ja, sie wölben das Profil mehr und können dadurch diesen Anflugwinkel eben deutlich steiler setzen. Also hier, wenn Sie diese Klappen, wie man gerade im Bild gesehen hat, setzen, wird eben der Anflugwinkel deutlich steiler, als wie wenn man eben mit dem Profil unverändert anfliegt. Ja. Also eigentlich nutzen Sie das Gleiche, ohne eben jetzt dabei vom Himmel zu fallen oder ein größeres Risiko einzugehen. Und das sieht man jetzt nochmal hier in einem weiteren Video von der Strömung. Ganz normales Profil und aktuell ist die Strömung eben so, der Anstellwinkel mehr oder weniger 0, dass das Profil eigentlich keinen Auftrieb erzeugt. Werden jetzt aber hier Klappen gesetzt, dann wird das Profil mehr gecurved und plötzlich erzeugt, wenn man die Strömung anschaut, einen Auftrieb. Ja, also ich erzeuge quasi aus einem Profil ein auftriebsstärkeres Profil und das sieht dann eben so aus. Ja, die machen jetzt auch schon einen Trick, das sieht man jetzt da auch schon drin. Also normales Profil, normaler Anstellwinkel, den es braucht, um eben den Auftrieb zu erzeugen. Und wenn man jetzt die Klappen setzt, das Profil einer größeren Wölbung, eine größere Kurve verpasst, dann braucht ein normales Flugzeug einen kleineren Anstellwinkel. Also die fahren die Trimmung so, dass der Anstellwinkel kleiner wird und dadurch eben die Strömung nicht abreißt, das Profil aber deutlich vom CA-Wert, vom Auftriebsbeiwert her auftriebsstärker wird, aber auch widerstandsstärker und es bei gleicher Geschwindigkeit eben bessere Eigenschaften erreicht. Das heißt, wenn die diese Klappen setzen, sieht man jetzt hier nochmal, dann wird der Anstellwinkel nach unten gefahren. Man sieht es dann ganz leicht auf der vorderen Seite des Profils, dass der jetzt immer mehr nach unten wandert und diese Wölbung der Strömungslinien oben bleibt, also der Auftrieb bleibt erhalten und der Anstellwinkel wird kleiner. Also ich habe einfach hier auch im hinteren Bereich eine weniger starke Verwirbelung, der das Profil einfach ermöglicht, etwas besser umströmt zu werden. Das Ganze kennen wir schon eigentlich mittlerweile, das haben wir jetzt schon versucht, so ein bisschen schleichend in die Lehrpläne mit einzubringen, und zwar beim Ohrenanlegen. Beim Ohrenanlegen mache ich mit diesen Einklappern eigentlich nichts anderes, als wie
eine Widerstandsklappe zu setzen. Ja, der Gleitschirm hat nicht mehr die Möglichkeit, so schnell zu fliegen. Also das Profil wird eben ein bisschen weniger stark, auftriebsstark, und er muss reagieren. Ja, er erhöht auch die Flächenbelastung in der Mitte. Eigentlich würde er gern beschleunigen, um den Auftrieb zu erzeugen, geht aber nicht durch diesen großen Widerstand. Das heißt, er beginnt stärker zu sinken, den Anstellwinkel zu vergrößern, um den Auftrieb zu erzeugen. Und dass das eben nicht kritisch wird, treten wir eigentlich in den Beschleuniger, machen den Anstellwinkel wieder kleiner und haben somit wieder ein vom Strömungsabriss her sichereres Fluggerät. So, das war jetzt diese ganze Herangehensweise, die ganze Herleitung von der normalen Fliegerei und auch das, was wir schon kennen. Und jetzt eben bei den Gleitschirmflaps sieht es jetzt folgendermaßen aus. Man bremst den Gleitschirm an, setzt quasi die Klappen und diesen hohen Anstellwinkel, diese Gefahr, ja, was jetzt beim Strömungsabriss ist, die kompensiere ich durch den Beschleuniger. Ja, man sieht hier, Peter Gröniger, Ausbildungsvorstand, steht hier mit einem Fuß im Beschleuniger und verringert quasi hier wieder den Anstellwinkel. Das heißt, ich erzeuge ein stark gewölbtes Profil mit viel Auftrieb, viel Widerstand, leistungsarm, aber trotzdem sicher weiter weg vom Strömungsabriss. Das Ganze haben wir jetzt auch mal in ein Video verpackt, und zwar eben genau da, wo man es am besten einsetzen kann, beim Toplanden. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, weil ich glaube, der Ton geht wieder nicht. Also hier sieht man Anselm Rau, Steuerleinen gezogen auf etwa Karabinerhöhe, ein Fuß im Beschleuniger, und der Anflug ist extrem steil, obwohl man sich hier in einem relativ starken Aufwindband befindet. Steuerleine eben, wie gesagt, gezogen bis Oberkante Karabiner und der Beschleuniger getreten im gleichen Moment, damit eben der Anstellwinkel nicht kritisch wird, dass die Strömung bleibt und der Strömungsabriss eben weiter nach hinten rückt. Bei dem Ganzen ist die Reihenfolge extrem wichtig, ja, dass ich eben wie beim Flugzeug auch zuerst die Klappen setze, also wirklich erst die Steuerleine ziehe ein bisschen über das geringste Sinken hinaus. Der Beschleuniger ist schon trittbereit am Fuß und jetzt wird der Beschleuniger dazugetreten. Ich fahre den Anstellwinkel vorne nach unten und das Profil kriegt genau diese Charakteristik. Wir haben uns da so als Grenze gesetzt, dass ich eigentlich mit den Steuerleinen nicht tiefer gehen sollte als wie Oberkante Karabiner. Das ist nämlich ein Zugwert, wo auch ein normaler Gleitschirm eigentlich nicht abreißt, ja, im normalen Geradeausflug. Also da bin ich immer noch in einem sicheren Weg. Aber ich kann mir eben diese Steuerleinenstellung jetzt nochmal eine Stufe sicherer machen, wenn ich mit dem Beschleuniger den Anstellwinkel runterfahre. Von der Landung her, habt ihr das jetzt schon gesehen, der Pilot hat die Steuerleine eigentlich unverändert an der Stelle gelassen und durch das Herausgehen aus dem Beschleuniger den Anstellwinkel wieder schlagartig erhöht. Und was ja nichts anderes ist, als wie wenn ich normalerweise die Bremsen tiefer ziehe. Also dieser Abfangimpuls, dieser Abbremsimpuls kam jetzt nicht mehr über die Steuerleinen, sondern über den Beschleuniger. Das hat jetzt in diesem Fall funktioniert. Wir haben aber auch herausgefunden, dass ich in dem Beschleuniger stehen bleiben kann und einfach durch nochmaliges Tieferziehen einen ganz normalen Abfangimpuls über die Steuerleinen setzen kann. Ja, das sind jetzt die Möglichkeiten zum Aufsetzen. Möchte ich aber das jetzt nur als Flugwinkelkorrektur verwenden und am Ende ganz normal landen, dann muss ich umdenken, dann muss ich irgendwie versuchen, dieses Ganze aufzulösen, ohne den Anstellwinkel nochmal zusätzlich zu erhöhen. Ich will ja das Gerät wieder schneller fliegen lassen, wenn ich diesen Flugzustand auflöse. Das heißt, da ist auch wieder die Reihenfolge extrem wichtig, dass ich entweder beides gleichzeitig löse, also den Gleitschirm wieder beschleunige, oder ich warte und gehe zuerst mit den Steuerleinen nach oben und löse dann den Beschleuniger. Also das Ziel sollte dann immer sein, den Gleitschirm in irgendeiner Weise wieder auf Geschwindigkeit zu bringen und den Anstellwinkel wieder zu verringern, wenn ich das Ganze auflösen will. Das ist wichtig, dass ich nicht volle Bremse habe und dann aus dem Beschleuniger rausgehe, nochmal den Gleitschirm langsamer mache. Ich glaube, das ist logisch, dass man dann noch näher beim Strömungsabriss ist. Also nochmal zur Wiederholung, zur Flugtechnik.
Ich mache den Fußbeschleuniger trittbereit. Ich nehme ihn schon mal an den Fuß. Da ist natürlich wichtig, dass ich ein Beschleunigungssystem, eine Schlaufe, eine Bar habe, die ich erreichen kann, ohne dass ich mit der Hand runtergreife. Also da auch mal schauen, habe ich da wirklich eine geeignete Bar. Also wirklich eine, wo ich einfach nur mit dem Fuß rankomme, auch beim Liegegurtzeug. Dann die Steuerleinen symmetrisch ziehen. Ja, also langsam den Schirm anbremsen, über das geringste Sinken hinaus. Ganz wichtig, eben wieder symmetrisch. Ich sollte auch einen stabilen Flug haben, also da nicht in irgendeiner Pendelei sein, sondern eben möglichst stabil sein. Danach trete ich den Fußbeschleuniger, um eben diese Anstellwinkelerhöhung zu kompensieren und sollte dann auch Extremstellungen vermeiden. Ja. Wir haben zwar festgestellt, dass sich der Steuerweg bei den getesteten Geräten, die wir jetzt da geflogen sind, wenn ich voll im Gas stehe und die Steuerleine nach unten führe, mehr Steuerweg zur Verfügung habe, bis der Schirm abreißt. Aufpassen wieder in ruhiger Luft, im mehr oder weniger stationären Geradeausflug. Bei Turbulenzen kann das natürlich immer anders aussehen. Aber wir haben eigentlich dadurch einen großen Vorteil. Wir haben mehr Steuerweg. Trotzdem, da wir da eben noch in der Testphase sind und wenn es jetzt mal der ein oder andere ausprobieren will, geht es da eben nicht in die Extremphase. Genauso wie beim normalen Landen auch. Da fliege ich ja auch nicht am Stallpunkt herum, sondern bleibe da weit genug weg. Und das ist eben auch hier der Appell, dabei zu bleiben. Im Manöver kann ich die Steuerleinenstellung, den Beschleuniger mehr oder weniger halten. Ja, natürlich sollte ich da immer noch ans aktive Fliegen denken. Das heißt, wenn sich der Anstellwinkel nochmal zusätzlich erhöht, durch ein Durchsacken, durch ein nach hinten Nicken der Kappe oder durch ein Aufstellen, dass ich dann die Steuerleine wieder löse. Und natürlich, wenn die Kappe nach vorne nickt, dass ich dann die Steuerleinen tiefer ziehe, also dass ich beim aktiven Fliegen noch genau gleich dabei bleibe, auf Steuerdruckänderungen reagiere. Dass ich den Kurvenflug über indirektes Steuern mache. Indirektes Steuern bedeutet, dass ich nicht die Kurve, wenn ich nach links fliegen will, die linke Steuerleine ziehe und dann die Kurve einleite, sondern dass ich die Außenbremse freigebe. Weil ich ja beide schon tief gezogen habe, das heißt, ich arbeite auch wieder beim Kurvenflug mit einer Widerstandsverringerung auf der einen Seite, beziehungsweise gehe wieder in die Geschwindigkeit. Extremstellungen vermeiden, habe ich schon vorher angesprochen. Bei der Ausleitung gibt es eben die verschiedenen Varianten. Ich kann symmetrisch auflösen, wenn ich jetzt diesen Flugzustand nur verwenden möchte, um meinen Gleitpfad zu verändern, aber trotzdem normal landen möchte oder normal weiterfliegen möchte, dann gebe ich eben beides gleichzeitig frei. Oder ich löse asymmetrisch auf, dann ist es wichtig, dass ich, wenn ich den Flugzustand normal auflösen will, immer den Anstellwinkel wieder verringere. Das heißt, zuerst die Steuerleine nach oben führe, danach den Beschleuniger zurücknehme. Oder wenn ich landen will, wie ich schon angesprochen habe, dass ich diesen Beschleuniger oder die Steuerleine als Abfangimpuls, als Abbremsimpuls nutze. Gefahren gibt es natürlich auch dabei, die haben wir auch herausgefunden. Und zwar eines der größten dabei ist die Reihenfolge. Ja, also ganz wichtig eben nochmal zur Wiederholung, wenn ich das Manöver fliege, heißt es immer erst Klappen setzen, erst die Bremsen ziehen, danach den Beschleuniger betätigen. Mache ich es andersherum, dann kommt so ein Phänomen beim ein oder anderen Schirm oder wenn es blöd läuft dazu, das man von einem Gleitschirm früherer Zeit kannte, ja, der eben, wenn ich in den Beschleuniger gehe und auf die Bremsen tippe, einklappt. Ja. Hat einfach den Grund, wenn ich beschleunige, fahre ich ja den Anstellwinkel nach unten vom Gleitschirm und ist der kritisch eingestellt, also sehr klein, grenzwertig, dann kann es sein, dass ich durch diesen Bremsinput einen sogenannten Ballooning-Effekt erzeuge, also dass sich der Gleitschirm durch die Auftriebserhöhung nach vorne oben bewegt und diesen kritischen Anstellwinkel unterschneidet und dann kommt es zum Einklapper. Hier haben wir das Video von Mario Eder freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen von einem Prototypen, also die testen dieses Manöver sehr ausgiebig mittlerweile. Und hier bei diesem Prototypen ist es eben vorgekommen, leicht auf die Bremse bei Vollgas und der Schirm klappt ein. Und das muss ich einfach wissen, wenn ich in der Extremstellung beim Beschleuniger bin, voll im Gas stehe und dann sehr zügig die Bremse ziehe, dass ich kurzzeitig die Stabilität vom Gleitschirm beeinträchtige. Auch wichtig fürs normale beschleunigt Fliegen, ja, leistungsmäßig beschleunigt Fliegen, immer dran denken, die Steuerleinen haben da eigentlich nichts verloren, da ist der hinterste Tragegurt das Mittel zum Aktivfliegen.
Des Weiteren natürlich bleibt auch erhalten der einseitige Strömungsabriss. Ja, also wenn ich in einer tiefen Steuerleinenstellung bin und jetzt eine Bremse noch tiefer ziehe, dann, obwohl der Beschleuniger getreten ist, ist jetzt in diesem Beispiel nicht, aber das haben wir festgestellt, dass dann bei manchen Schirmen trotzdem dazu führt, dass die Strömung abreißen kann, wenn ich bei einer tiefen Steuerleinenstellung eine einfach noch tiefer ziehe. Also da ändert sich eigentlich nichts, als wie man schon beim normalen Fliegen kennt. Ich zeige es hier nochmal. Also beidseitig stark auf der Bremse und wenn man eine tiefer zieht oder bei einer Steuerdruckänderung einfach nur hält, dann kann es eben zum Abriss kommen. Also dass man das einfach noch im Kopf behält. Diese Risiken, die bleiben, aber dieses Risiko, angebremst fliegen und durch Windgradient oder Ähnliches zum Strömungsabriss zu kommen, das kann ich mir mit dieser Trim-Funktion des Beschleunigers einfach etwas minimieren. Ja, wohin geht es? Erstmal die Vor- und Nachteile. Vorteil ist klar, es ist ein stabiler Flugweg, also ich muss keine Kurven fliegen, ich muss den Gleitschirm nicht wirklich deformieren und mich, ja, wie beim Ohrenlegen, meine Hände sperren, ja, weil ich ja die A-Leinen halten muss oder Ähnliches. Also ich kann noch vollkommen aktiv fliegen, es ist stabil, es geht gerade nach unten. Der Flugweg ist steil, das heißt, ich kann meinen Landetrichter, was ich ganz am Anfang in der Folie gezeigt habe, einfach auch ausschöpfen in den steilen Anflug nach oben. Ich habe eine höhere Strömungsabrisstoleranz, ja, die ist natürlich wieder von Schirm zu Schirm unterschiedlich. Da ganz besonders bei Schirmen darauf zu achten, die eine starke Schränkung haben, also wo im beschleunigten Zustand der Außenflügel einen höheren Anstellwinkel hat als wie der Innenflügel. Ja, die sind dann etwas weniger stark Strömungsabrisstoleranz als wie ein Gleitschirm, der über die ganze Fläche mehr oder weniger gleichmäßig eine Anstellwinkelverringerung bekommt. Mehr Auftrieb, mehr Widerstand, vor allem jetzt auf die Beiwerte eben bezogen, weil ich ja das Profil dementsprechend verforme. Die Leistung wird schlechter und all das ist natürlich dann wieder super fürs Toplanden, wo ich ja genau das will, dass ich nicht jeden Hauch von Aufwind wieder mitbekomme und eben nicht runterkomme. Nachteile, es ist einfach ein extremer Flugzustand, ja, es ist motorisch anspruchsvoll, ich muss viele Dinge gleichzeitig machen, es ist wenig Spielraum für Fehler, wie bei allen extremen Sachen, ja, da gehört jede Abstiegshilfe einfach dazu, muss mir da sicher sein, was ich da mache und der Fehlerspielraum wird einfach geringer. Ja, also es bleibt immer noch die beste Methode, der ganz normale Anflug, das Peilen, das ist immer noch die erste Prämisse, aber damit habe ich eben diese Möglichkeit, dieses Problem, ja, des guten Gleitens etwas sicherer zu gestalten. Der einseitige Strömungsabriss, wie gerade erwähnt, der bleibt auch. Und das nächste große Problem ist natürlich, das Manöver ist nicht getestet. Ja, das ist nicht in der Zulassung. Das heißt, man weiß nicht hundertprozentig, ob das mit jedem Schirm perfekt funktioniert. Ja, das muss man einfach ganz klar dazu sagen. Das ist wieder eine Steilspirale, eine stark geflogene oder sehr große Ohren oder eine Steilspirale mit angelegten Ohren. All diese Sachen, die es gibt, ja, die praktiziert werden, die sind nicht getestet. Das muss man einfach dazu sagen. Und deswegen soll das jetzt auch hier eher so ein Stand der Forschung sein und nicht die goldene neue Regel, die bitte jeder machen soll. Also da nicht falsch verstehen. Was haben wir aber? Es ist eine Flugtechnik mit sehr großem Potenzial, weil die Leistung einfach immer mehr zunimmt. Ja, wir brauchen da eigentlich Methoden, um die kontrolliert verringern zu können. Es ist noch nicht abgeschlossen, das ganze Thema. Also wir wollen da jetzt verstärkt mit mehreren Geräten das Ganze noch austesten. Und wir wollen da eben auch an die Hersteller gehen, an die Prüfstellen, dass das, wenn es nicht unbedingt gefordert ist, aber zumindest mit ausgetestet wird, dass man eben sicher sein kann, dass es dann im Handbuch steht, ja, die Technik funktioniert mit unserem Gleitschirm, die könnt ihr anwenden. Ja, dann wären wir auch schon durch. Das wäre unser Punkt zur modernen Flugtechnik. Gleitschirm besser ausnutzen, die Trim-Funktion des Beschleunigers nutzen und nicht eben nur, dass man dadurch schneller wird, ja, sondern dass man auch nutzen kann, den Anstellwinkel zu vergrößern und zu verkleinern. Ich bedanke mich. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne. Ja, vielen Dank, Simon. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Publikum einige Fragen hat. Bevor wir dich verabschieden, ich gebe dir jetzt schon mal eine Flasche Edelbrand. Ja, vielen für Dank. heute Abend. Ja, schauen wir mal vielleicht nächste Woche. Und dann können wir mal loslegen mit Fragen aus dem Publikum. Wer hat Fragen an den Simon Winkler in Sachen Flugtechnik?
Ah ja, da hinten haben wir jemand. Danke, Simon. Kannst du sagen, mit welchen Schirmen ihr das schon ausprobiert habt? Also im Prinzip haben wir es jetzt mit fast allen Schirmen der Safety Class ausprobiert, mit sehr vielen A-Schirmen, weil wir es mittlerweile auch schon mit den Fluglehrern, vor allem mit den Performance-Trainern trainieren und üben und anwenden. Also wie hier dieses Video, das ich euch gezeigt habe vom Topland, das ist zum Beispiel bei einem Sky Performance Trainer Lehrgang, also für die Performance-Lehrer und Flugschulen entstanden. Wir haben festgestellt, es funktioniert bis jetzt eigentlich mit jedem Gerät. Also im A-, B-Bereich auch Zweiliner, da haben wir eigentlich mit die stärksten Vorteile gesehen, weil die eben gerade mit ihrer Konstruktion da sehr extreme Stellungen erlauben. Also haben bis jetzt eigentlich keinen Nachteil erkannt, außer eben bei diesen Geräten, die eine starke Schränkung erstellen, wenn man in den Beschleuniger tretet, also dass der äußerste Flügel nicht so stark mitbeschleunigt wird wie der innere Flügel. Da hinten haben wir eine Frage, ja. Danach kommst du. Habt ihr das auch schon mit den neuen Rastschirmen getestet, die ja hinten ganz anders sich verhalten? Mit einem? Mit den neuen Rastschirmen von Swing, habt ihr das auch schon getestet? Haben wir auch getestet, hat sich eigentlich auch der gleiche Effekt eingestellt. Also was man dazu sagen kann, ist, dass der Effekt nicht immer so gravierend ist. Manche Schirme nehmen die Leistung brutal zurück und bei manchen ist der Effekt eher gering und eher stärker spürbar, wenn es im Aufwindbereich stattfindet. Also man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass man dann plötzlich mit Gleitzahl 1:1 darunter kommt, sondern dass es einfach deutlich zurückgeht. Okay, das war die Frage zu den Rastschirmen. Du hattest noch eine Frage? Ja, wie sieht denn das aus bei Beschleuniger in Bodennähe? Da hat man immer so ein bisschen Bauchweh, weil man denkt immer, bei thermischen Ablösungen kommt es zu Klappern, ist aufgrund von steilen oder starken Bremsen die Gefahr von Klappern dann weniger. Genau, also der Einklapper entsteht ja eigentlich nur, weil der Anstellwinkel zu gering wird. Das hat ja jetzt eigentlich in dem Sinne wenig zu tun mit dem Innendruck oder so ähnlich, sondern es ist eigentlich immer der Anstellwinkel, der schuld ist am Einklapper. Sagen wir mal in den 99% der Fällen. Und klar, wenn ich im Beschleuniger trete, die Hände oben habe, ist der Anstellwinkel klein, ist gering, die Einklappgefahr steigt. Aber ich habe durch diese gezogene Bremse, durch die Flaps, so einen hohen Anstellwinkel, dass ich eigentlich eher auf der Seite des Strömungsabrisses bin, als wie des Einklappers und ich nur einen normalen Anstellwinkel dadurch wieder erreiche. Ja. Wie gesagt, Extremstellungen, voll im Gas, leicht auf der Bremse, ist dann natürlich wieder die Gefahr von einem Einklapper, braucht man nicht reden. Wenn ich da aber in einem gesunden Maß bleibe, also maximal Oberkante Karabiner und beim Beschleuniger 75% im Maximum, dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Also da haben wir jetzt keine Nachteile erfahren und machen das jetzt seit 2 Jahren eben in allen Lehrgängen vom DHV mit den Fluglehrern zusammen. Aber Simon, du würdest sicherlich empfehlen, dass man das auch unter Anleitung lernt und nicht mal so im Do-it-yourself. Genau, also ich würde es empfehlen, über Wasser im Sicherheitstraining zu trainieren, das Ganze mal. Dann auch wirklich mal Kurven zu fliegen, mal Nickbewegungen, Rollbewegungen in diesem Zustand zu fliegen, einfach das Gerät in Pendelbewegungen zu bringen. Denn so einfach wie es ist im statischen Geradeausflug, desto anspruchsvoller wird es wie immer, wenn sich der Gleitschirm bewegt und dass man da einfach auch ein Gefühl dafür kriegt. Am Anfang haben wir gedacht, das ist der Jackpot, das ist total sicher und dann im Sicherheitstraining kam eben beim einen oder anderen doch mal ein Strömungsabriss dazu. Das heißt, es ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, ein extremes Manöver und wie überall sollte das unter Anleitung erlernt werden. Hast du dabei schon mal einen extremen Zustand erlebt? Das ist da. Also ich persönlich und jetzt auch in den Lehrerkursen hat man noch nichts Extremes. Im Sicherheitstraining, wie gesagt, kam es beim Kurvenflug mal zum Strömungsabriss eben aus tiefer Stellung. Noch einmal die Bremse etwas tiefer, dann kam es einfach zum Strömungsabriss. Aber sonst eigentlich noch nichts. Also wir haben auch bei Tests herausgefunden, dass wenn man den Anstellwinkel durch den Beschleuniger klein macht und es doch mal kurz zum Strömungsabriss kommt, und ich wie normal auch reagiere, also Steuerleinen etwas nachlasse, dann fährt der Gleitschirm schneller an, ja, weil der Anstellwinkel einfach schon kleiner ist. Natürlich auch der ein oder andere auch ein bisschen aggressiver, weil der Anstellwinkel kleiner ist, das heißt, er hat mehr Möglichkeit zu beschleunigen. Okay, danke zu dem Thema. Habt ihr noch weitere Fragen in Sachen Flugtechnik? Ich sehe keine Hände mehr, keine Fragen mehr. Dann vielen Dank, Simon. Applaus für den Simon. Dankeschön.